Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr heute hier mit dir, mit euch, mit allem, was sich hier zusammen versammelt, über die Zeit hinweg, in diesem Moment auf zeitloser Zeitachse zusammen zu sein. Die Entfaltung des Moments ist der Reichtum, die Fülle des Seins, und somit erleben und erlauben wir mit dir, mit euch zusammen diesen Reichtum des Seins, die Fülle des Moments, den Ausdruck deines All-Eins-Sein, den Ausdruck deines Vollkommenseins. Jetzt. Nichts anderes als dieser Moment ist das, was dich belebt und erfüllt, das, was euch durchflutet in Schönheit, in Vollkommenheit, in Reinheit, in Erfüllung. Wir möchten dich und euch daran erinnern, dass das Einzige, was ihr als Lebensqualität wahrnehmt, der Moment in seiner Wahrnehmung ist. Und somit erlaubt ihr in jedem Moment neu die Fülle, das Licht, die Liebe, die grenzenlose Entfaltung im Sein oder die Enge, die Bedrängung, den Druck, die Limitation, die Begrenzung, die Gefühle, die daraus resultieren. Jeder Moment eine neue goldene Gelegenheit für die Fülle des Seins, für die Grenzenlosigkeit des Seins, für die Freiheit im Sein. Das ist deine Freiheit. Das ist deine Wahl. Das ist dein Spiel. Und so möchten wir zunächst einmal hier und jetzt Bezug nehmen auf das Spiel, das du spielst ganz für dich und mit den anderen. Es ist wie der Atemstrom, der in dich einfließt, dich erfüllt, den du in dich aufnimmst, mit dem du dich zentrierst beim Einatmen. Beim Ausatmen fühlst du, wie dieser Atemstrom in dein um dich herum fließt, dein Feld informiert, dein Feld mit der Frequenz füllt, flutet, die du bist. Der Atem macht es dir vor. Der Atem ist das, was dir zeigt, dass du nicht nur das eine, sondern auch das andere bist. Und wir referieren hier auf dein in dir ruhen und dein mit deinem Umfeld interagieren. Der Mensch ist nicht auf der Erde, um allein für sich allein zu sein. Der Mensch ist nicht auf der Erde, um nur und einzig und allein mit anderen zu sein. Der Mensch ist auf der Erde, um in sich selbst ruhend im Austausch mit seinem Umfeld zu sein. Und so seid ihr auf der Erde, um die Tiefe der Stille zu ergründen, um im Gewusel, im Toben der Welt den Frieden zu finden, um zugleich aus dem Frieden, aus deiner Kraft, deiner Mitte heraus, die Liebe überall hin strömen zu lassen, entfalten zu lassen, fließen zu lassen, sein zu lassen. Wir sagen hier bewusst sein zu lassen. Die Liebe ist nichts, was du zwingst in den anderen hinein. Die Liebe ist etwas, was entsteht aus deinem Sein. Dein Sein lässt die Liebe fließen, so wie das Ausatmen forciert werden kann, doch nicht im ruhigen Zustand beeinflusst wird. In dem Moment, in dem du im Frieden bist, forcierst du nicht dein Ausatmen. Du kannst, doch im Frieden wählst du
dem Ausatmen Raum zu geben, das Ausatmen zu erlauben, es nicht hier hinauszuatmen, dort hinauszuatmen, nein, es fließen zu lassen. Es ist mehr ein Loslassen, ein Erlauben, als ein Zwingen, ein Bringen. Und so möchten wir euch ein Geheimnis verraten, das Geheimnis der Lehre. Nicht die Lehre, die nichts anderes in sich trägt als die Lehre, nein, die Lehre des Lehrens. Das Geheimnis des Lehrens, das Geheimnis der Lehre, die in dir wohnt, der Weisheit, die in dir wohnt, ist das Geheimnis des Wissens. Du weißt um die Vollkommenheit, du siehst die Harmonie, du hörst die Harmonie erscheint dir vor deinem inneren Auge, die Harmonie zeigt sich dir. Das ist die Harmonie, die für dich da ist, aus dieser Vision, aus dieser inneren Schau heraus bekommst du Impulse. Du bist es gewohnt, ihr seid es gewohnt, diese innere Schau zu kreieren. Bedeutet, wenn ihr seht, was das vollkommene Ergebnis ist, wollt ihr dieses Ergebnis erzeugen. Wir könnten sagen, erzwingen. Das Erzwingen eines optimalen Ergebnisses führt vielleicht zu dem Bild, das entstehen soll, vielleicht zu dem Klang, den du hörtest, vielleicht zu der geformten Harmonie. Doch ganz gleich, ob du diesen Akkord als vollkommenen Akkord anerkennst, die Frage ist, hörst du die Harmonie in diesem Harmonieakkord? Siehst du die Harmonie in diesem harmonisch zusammengebauten Bild? Fühlst du die Harmonie in dem, was zusammengefügt wurde? Du erkennst, zusammengefügt werden beinhaltet ein Tun. Zusammengefügt sein hingegen ist ein Erlauben. Den Schlüssel, den wir dir und euch hier geben, ist die Vision anzuerkennen, anzunehmen, die innere Schau im Herzen entfalten zu lassen, ohne sie mit Tat, Tatendrang, Umsetzung und Umsetzungskraft zu verbinden. Die innere Schau zu erlauben bedeutet, die eigene Frequenz mit dieser inneren Schau in Übereinstimmung sein zu lassen. Indem du das, was du siehst, als Lösung für das, was vor dir liegt, in dir erlaubst, indem du nicht sagst, oh, dafür muss so viel getan werden, dafür muss dieser Einsatz gebracht werden, dafür muss diese Person lernen, dass das getan werden muss, dafür muss jener seine Haltung ändern, indem du die innere Schau zulässt, ohne in den Widerstand zu gehen, ohne in den Handlungsdrang zu gehen, ohne in die Belehrung der anderen zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, damit die innere Schau wahr werden kann, verankert, in physischer Form sichtbar sein kann, muss dieses und jenes geschehen, indem du all diesen Drang loslässt, indem du dich also ganz und gar auf den Genuss dieser inneren Schau, dieses für dich klar sichtbare Ergebnis, diese Vollkommenheit einlässt, bist du in genau jener Frequenz, der Frequenz dieses Ergebnisses, dieser inneren Schau. Deine Frequenz informiert das Feld um dich herum, sortiert die Partikel der unendlichen Schöpfung in genau ihre Vollkommenheitsposition gemäß deiner Schwingung. Deine Schwingung informiert dein Feld und somit sortiert sich das Feld ohne dein Zutun. Dein Zutun befindet sich in deiner Frequenz, in deiner Schwingung.
Steht also die Frage im Raum, ob es die Aufgabe des Menschen ist, in Stille zu sein, nicht mit dem Umfeld im Austausch zu sein, nicht vorzuschlagen, zu interagieren und zu lehren, oder in der wachstumsbewirkenden Persönlichkeit des Lehrers den Möglichkeiten Ausdruck zu verleihen, Möglichkeiten zu eröffnen, Lösungen vorzuschlagen. Steht die Frage, welches von beiden für den Menschen in dieser Zeit angemessen und geeignet ist, für euch in eurer Position des auf Erde liebenden Seins. So ist unsere Antwort: Die Integration von beidem befindet sich in deinem Sein. Die Integration von ganz in sich ruhen und auf sich konzentriert, unabhängig vom Umfeld sein und das Umfeld mit Impulsen versorgen, mit Vorschlägen, mit Lösungen. Die Integration befindet sich im Erlauben der Frequenz deiner inneren Schau. Es gibt den Moment, in dem du, in dem ihr die Vollkommenheit empfangt. Dieses Bild der Vollkommenheit, so könnte es sein, so wäre es optimal, so würde der Film sein Happy End finden. Dieses Bild zeichnet sich automatisch in dir, in euch ab. Dies ist das, worauf wir als innere Schau referieren. Diese innere Schau also, die du erhältst, gibt dir die Möglichkeit, unmittelbar in den Widerstand zu gehen, unmittelbar zu sagen, es geht nicht, weil diese und jene, auf die anderen zu zeigen, die Macht wegzugeben und damit die innere Schau als eine Niederlage zu sehen, die nur in den Sieg verwandelt werden kann über das Tun, über das Informieren, das Belehren der anderen. Hier bewegt ihr euch unmittelbar in das Feld der Kontrolle, in das Feld der Limitation, in das Feld der in Druck gepressten Liebe. Die Natürlichkeit eures Seins befindet sich im Erlauben der inneren Schau, im Baden der inneren Schau, im Genießen der inneren Schau. Wenn wir sagen, im Genießen der inneren Schau, so ist das, was du fühlst, das bereits Erleben dessen, was du siehst. Du fühlst das, was du fühlen würdest, wenn dies Realität wäre. Und da du weißt, dass dies Realität sein könnte, bereits Realität ist, nicht manifestierte und doch oh so Realität, indem du diese Realität als Realität anerkennst, fühlst, lebst, erlebst, ist deine Schwingung in genau dieser Realitätsmöglichkeit. Deine Schwingung ist der Ursprung für diese Realitätsmöglichkeit. Die Schau, die Vision, abgebildet in deiner Frequenz. Deine Frequenz somit sich im Außen abbildend. Auf diese Weise, auf die Weise der inneren Schau. Die innere Schau ist nicht 1:1 identisch mit dem, was aus deiner Frequenz
sich abbildet, aus deiner Frequenz im Leben entsteht, sich um dich herum in deinem Feld sortiert, in dem von dir wahrgenommenen komplexen Leben entsteht. Die innere Schau ist das Eröffnen deiner Frequenz. Man könnte sagen, es ist das Portal zu deiner Frequenzwahl. Erhältst du also eine Vision, erhältst du ein inneres Bild, eine Vollkommenheit, eine Lösung, ein Ja, so sollte es sein, das wäre der Himmel auf Erden, das wäre die Lösung zu dieser Situation, das wäre das Optimum für alle, für dich, für euch, für deine Situation, für unsere Situation, für meine Situation, erhältst du eine solche Vision, ein solches inneres Bild, eine solche Lösung. So ist diese Vision, dieses innere Bild, dieses Gelöstsein dein Portal in die Frequenz, die du brauchst, um das, was du willst, die Lösung, das Gefühl des Gelöstseins in Ausdruck zu bringen, könnte man sagen. Doch es ist kein aktives Bringen, es ist eine Frequenz, die informiert, das Feld um dich herum informiert und somit die Farben, die Erlebnisse, die Ergebnisse zusammensortiert, auf harmonische Weise deiner Frequenz entsprechend. Das Portal deiner Vision erlaubt dir deine Frequenz, aus der heraus deine Wirklichkeit sich formt. Die Wirklichkeit dient dir, um das zu fühlen, was du fühlen willst. Sie dient dir nicht in ihrer geformten Form. Nein, die Form dient dir zum Fühlen. Das, was du erleben möchtest, ist niemals die Form an sich. Es ist das, was der Form entspringt, das Gefühl, das durch diese Form in dir erlaubt, in dir induziert wird. Sie ist tief, diese Wahrheit, diese Weisheit, dieser Schlüssel, den wir dir hier vermitteln, hier erlauben, hier eingeben. Der Schlüssel ist nicht außerhalb von dir, er ist nicht neu. Alles das, was wir dir euch hier eröffnet haben, ist bereits tief in dir als Wissen vorhanden. Und so ist es lediglich eine Inspiration, die Visionen, die Lösungen zu empfangen, ohne sie in die Realität zu zwingen. Empfängst du eine Lösung, die du in die Realität zwingen willst, befindest du dich in der Frequenz des Zwingens, nicht in der Frequenz der Lösung. Daher sagen wir, empfange die Vision, empfange die Lösung, empfange die innere Schau und erlaube diese Vision, diese Lösung, diese innere Schau in ihrer Entfaltung, in deiner inneren Wahrnehmung, in deiner inneren Freude. Dies verändert deine Frequenz in genau diese Lösungsschwingung, welche dann ganz ohne aktives Zutun eine Lösung bewirkt. Die harmonische göttliche Lösung, die noch weit über die von dir wahrnehmbare, visionsempfangene, schaubare Lösung hinausgeht. Und somit sagst du Ja zu der erhaltenen Vision, zu der erhaltenen Lösung. Ja, ich öffne mich dieser Möglichkeit. Ich öffne mich dieser Möglichkeit. Ich erfreue mich an dieser Möglichkeit bereits jetzt, da ich sie fühle. Ich mag sie nicht sehen im Außen. Ich brauche sie nicht erzwingen im Außen. Ich erfreue mich
an dieser Lösungsmöglichkeit. Fühle sie, wie sie ist, wie sie sich anfühlt. Damit fühle ich sie in der Realität. Damit erlaube ich sie in die Realität. Damit ist sie in der Realität. Alles, was folgt, liegt außerhalb meines Zutuns, und so kann ich mich erfreuen an dem, was folgt. Das ist der wahre Lehrmeister in seiner vollen Weisheit, in seinem tiefen Frieden, in seiner unendlichen Liebe. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch. Wir sind, was du bist. Wir sind, was ihr seid. Ihr seid, was wir sind, du bist, was wir sind. Alles ist Liebe, alles ist eins. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.